Hallo und willkommen zurück zu den Meditationen für dieses Mitten in die Sonne Lamrim Retreat. Wir sind bei der vierten Meditation angelangt, die ihr in der vierten Woche machen werdet. Ihr macht sie während der Folge 10 bis 12, wenn ich richtig bin. Du machst sie in der Woche, in der du die Folgen 10 bis 12 studierst. Wir machen weiter mit dem Kapitel, dem 10. Kapitel von Meister Shantideva, das Kapitel, das Widmung genannt wird. Wir sind im vierten Abschnitt dieser Meditation. Nun vergiss nicht, was Meister Shantideva in diesem Abschnitt macht. Er widmet ein gutes Karma. Welches gute Karma? Der Abschluss des Buches, das 10. Kapitel, ist also die Widmung für das Schreiben der ersten 9 Kapitel. Es ist irgendwie cool. Es hat dieses gute Karma vollbracht. Er hat diesen großen Haufen von gutem Karma bekommen. Manchmal bekommst du einen unerwarteten Gewinn aus deinem Unternehmen. So etwas passiert. Bei mir passiert das von Zeit zu Zeit und ich bekomme plötzlich diesen Haufen Geld und dann musst du darüber nachdenken, wie du das weitergeben wirst. So fühlt sich das an mit Meister Shantideva hier. Er hält jetzt dieses große gute Karma in seinen Händen, weil er den Leitfaden für die Lebensweise eines Bodhisattvas geschrieben hat. Er möchte es jetzt weggeben, weil er es beschützen möchte. Also möchte er das gute Karma anderen Menschen geben. Wir sind jetzt im 4. Teil und wir versuchen es, Meister Shantideva nachzutun. Wir denken an ein gutes Karma, das wir gemacht haben. Dieses Lamrim sagt, dass eine kleine gute Tat in einer schwierigen Zeit in der Welt eine große gute Tat ist. Vielleicht so groß wie das, was Shantideva gemacht hat. Normalerweise, wenn da kein Virus gewesen wäre, wäre es nicht so eine große Sache, nett zu deinem Nachbarn zu sein. Aber in der Zeit des Virus, freundlich zu deinem Nachbarn sein, deinem Nachbarn zu helfen, das wird ein mächtig gutes Karma. Das ist so mächtig, dass wir einen Akt der Wahrheit machen können. Akt der Wahrheit heißt, in unserer Meditation sagen wir, wenn es wahr ist, dass ich meinen Nachbarn am Ende der Straße kennengelernt habe. Ich erzähle euch im Vertrauen, er war Oberst der Marine und fundamentalistischer christlicher Prediger gleichzeitig. Wir haben vorher nie miteinander gesprochen. Er ist jetzt alt. Aber wir haben jetzt so eine nette Beziehung. Wir haben daran gearbeitet. Wir haben beide daran gearbeitet. Das war nicht von Anfang an eine sehr gute Beziehung. Aber wir arbeiteten daran und der Virus hat uns geholfen. Ich werde nun dieses Karma widmen. Das ist die gute Tat, die ich während des Virus getan habe. Wir wurden ziemlich enge Freunde und darauf bin ich sehr stolz. Das ist meine Lamrim-Praxis in den letzten paar Monaten. Ich habe daran gearbeitet und ich bin sicher, er arbeitete daran. Das ist das gute Karma und ich werde das widmen. Ich werde es nutzen. Wofür? Wenn es wahr ist, dass mein Nachbar und ich enge Freunde wurden, dass wir uns einander vor dem Virus nicht mochten, dann soll dieser Virus in die Mitte der Sonne geschickt werden und für jedermann verbrannt sein. 15 Millionen Grad Celsius, okay? Durch diesen Akt der Wahrheit, der die Niagara-Fälle umdrehen könnte, widme ich diesen Akt der Wahrheit, um den Virus in die Mitte der Sonne zu schießen. Für all die Menschen auf diesem Planeten. Also, jetzt geht es los. Mach dich bereit für deine Meditation. Ein kleines Lächeln. Entspanne die Stirn. Unteren Bauch einziehen. Virus, Covid-Bauch ist ein wenig eingezogen. Hände bequem, Chin Mudra, wenn du magst. Rücken gerade, Schultern zurück. Dann lass uns vorbereiten, indem wir 10 Atemzüge machen. 10 lange Ausatmungen. Das ist alles. Sehr langsam,
sehr lange. In dieser Meditation machen wir einen Akt der Wahrheit. Für einen Akt der Wahrheit brauchst du etwas Munition. Du brauchst eine gute Tat, die du getan hast, besonders in den letzten Monaten während dieses weltweiten Problems. Lasst uns jeder für sich an etwas Besonderes denken, das wir getan haben, was freundlich und nett gegenüber jemandem anderem war während des Virus. Wir haben alle etwas getan. Das wird unsere Munition sein. Lasst uns darüber nachdenken. Etwas Nettes, das du in der Zeit des Virus getan hast. Nur eines ist schon genug. Mach es klar. Lasst uns das jetzt widmen. Lasst uns einen Akt der Wahrheit machen. Wenn es wahr ist, dass ich diese Freundlichkeit während des Virus getan habe, und hier ist eine Liste von Shantideva, dann möge es schöne Gärten geben, liebliche Gärten in dieser Welt erscheinen. Die Menschen sitzen in diesen Gärten und freuen sich daran, Güte zu lernen, Dharma, das Dharma zu lernen. Das muss kein buddhistisches Dharma sein, aber möge es schöne Orte geben. Vielleicht müssen wir dahin zurück, das Dharma in großen Gärten zu lernen, wie in Buddhas Zeiten, mit sozialem Abstand im Garten. Mögen in dieser Welt Garten erscheinen und die Menschen auf dem Gras liegen oder auf einer Bank und über das Lamrim sprechen. Wenn es wahr ist, dass ich während des Virus gut war,
Möge es Lehren für alle geben, mögen jede oder jeder den Lehrer treffen, der zu ihr oder ihm passt, möge durch meine gute Tat jede oder jeder den Lehrer finden, der zu ihr oder ihm passt. Jetzt macht Shantideva ein sehr interessantes Gebet. Möge die Weltwirtschaft gesund sein, mögen die Regierungen gut geführt werden, Regierungen, die ihren Völkern gut dienen. Und natürlich möge das Wetter gut sein und mögen die Ernten erfolgreich und reichlich ausfallen. Mögen wir weltweit eine gute Führung haben, mögen wir eine gute Weltwirtschaft haben. Wenn ich während des Virus nett war, Shantidevas nächstes Gebet ist sehr interessant. Wenn es wahr ist, dass ich während des Virus gut zu jemandem war, dann möge die Medizin in dieser Welt wirksam sein, mögen die Medikamente für die Menschen funktionieren, mögen der Impfstoff gegen den Virus schnell gefunden werden und möge er für alle funktionieren. Ein sehr interessantes Gebet, das Shantideva vor mehr als 1000 Jahren für uns gemacht hat. Möge niemand Schmerz oder Angst verspüren, möge niemand unglücklich sein, möge niemand von einer anderen Person verletzt werden. Wo Menschen spirituelle Praxis studieren, welche Religion es auch immer sein mag, mögen sie erfolgreich sein und möge Harmonie in dieser Gruppe sein. Mögen sie gut miteinander praktizieren, mögen alle Kirchen, Moscheen, Tempel oder selbst Menschen, die keine Religion haben, in Harmonie leben. Möge ihre Weisheit durch meinen Akt der Wahrheit wachsen. Mögen die Menschen in höhere Dinge glauben. Mögen sie lernen, wie man höheren Wesen, die sie nicht sehen können, Gaben darbringt. Mögen sie stets als Menschen wiedergeboren werden und mögen sie Erleuchtung erlangen.
Dann gibt es viele Buddhas im Universum. Es gibt unzählige Bodhisattvas im Universum. Shantideva macht ein interessantes Gebet, einen Akt der Wahrheit. Diese Buddhas und Bodhisattvas haben Pläne mit uns, für dich, für mich, für unsere Familie, für unsere Freunde, für unser Land. Sie haben Pläne mit uns. Sie haben Pläne im Kopf für uns. Das bedeutet vielleicht sogar, für eine Weile auf einem niedrigeren Pfad zu sein. Aber ich widme das gute Karma dieses Dienstes, den ich anderen während des Virus gewährt habe, dass diese Pläne wahr werden. Sie sollen mit ihren Plänen erfolgreich sein, die sie für mich, für dich haben. Diese Pläne sollen gelingen. Mögen alle Lebewesen Leerheit in diesem Universum sehen. Mögen die Praxis aller Lebewesen hauptsächlich sein, einander zu lieben. Mögen sie lernen, tiefe Retreats zu machen. Mögen Orte wie Diamond Mountain in vielen Teilen dieser Welt aufblühen, wo Menschen hingehen können und ein tiefes Retreat machen. Wir machen eine Art Retreat während des Virus, aber es ist gut, aus deinem Haus herauszukommen und zu einem speziellen Platz zu gehen, wo die Leute nur Retreats machen, wo die Gebäude für Retreats gebaut wurden. Mögen diese Retreat Center gedeihen und gesund sein und vielen Menschen dienen, wenn ich während des Virus zu jemandem nett gewesen bin. Versuch dich an die gute Sache, die du getan hast, zu erinnern. Sende starke Gebete zu den spirituellen Gemeinschaften aller Religionen. Bete für ihren Erfolg. Bitte komm zurück zu deinem Atem. 3-mal langes Ausatmen. Dann öffne langsam deine Augen, dehn dich. Gut gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Meditation.